die CNT in Stuttgart. Samstag, der 14. Januar. Hier ist Simone Zöller. Hi. Es geht dem Ende zu. Heute letzter Drehtag an diesem Samstag, letzte Drehstunde auch. Und zusammen sind wir mit Susan. Jetzt hast du ein Schild weggemacht. Jetzt kann ich nicht mehr. Dann ist es abgefallen. Markötter. Markötter von Markötter Reisemobile aus Nordrhein-Westfalen in Bad Salzuflen. Ja, euch gibt es seit über 90 Jahren, aber ihr verkauft noch nicht so lange Reisemobile. Seit ein paar Jahren. Du wolltest immer Reisemobile haben, oder? So ist das, weil ich habe das große Glück, aus meinem Hobby, mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Als ich Globe Traveler kennenlernte, habe ich gesagt, Kinders, der ist so schön, den willst du nicht nur haben, sondern den willst du auch verkaufen. So, das ist ein besonders schöner. Das ist ein Grundriss für wie viele Personen? Für 4 Personen. 4 Personen. Wir gucken mal gerade, ein paar Sachen sind hier ein bisschen anders. Basis ist ein Hochdach hier in dem Fall, H3. Wir bauen immer auf H3 Hochdach auf, weil wir für den doppelten Boden die Höhe brauchen. Denn wir haben in diesem Fahrzeug gleich, das wirst du sehen, 210 Meter, 2,10 Meter Stehhöhe. 210 auch gut. Zu erkennen ist das, weil wir das GFK-Dach oben aufbauen, um für das Mini-Alkovenbett diesen Raum zu gewinnen, weil dort eben noch 2 Personen ihr Schlafzimmer finden können. Nochmal, ihr habt ein Mini-Alkovenbett da oben drin. So ist das. Simone, bitte mal reservieren, weil das ist eins der umzingelsten Fahrzeuge. Warum das im Moment nicht so ist, kann ich euch sagen. Es ist kurz vor Sendeschluss hier und jetzt am Samstag wollen die Leute vielleicht noch in die Disco oder zum Pizzaessen gehen hier Stuttgart. Wir sind direkt am Flughafen. Wie lange fährt man von euch? So schon 4 Stunden, ne? Also wir sind tatsächlich, weil wir jetzt auch nicht so Kapelle machen, wie das bei uns in OWL heißt, wir haben schon mit einer kleinen Pause 5,5 Stunden gebraucht. 5,5 Stunden. Ihr seid im Camper hier? Selbstverständlich. So, und ihr steht wo? Auf welchem Parkplatz? P, irgendwas mit 30, ich weiß es gerade nicht. P3. Ist das nah dran oder muss man da mit dem Shuttle fahren? Na, wir sind in Stuttgart und nicht in Düsseldorf. Hier ist nichts mit Shuttle. So, hier seht ihr, das ist jetzt Peugeot Boxer. Gibt es den auch auf Fiat? Ja. So, mit Automatik. Richtig, wir bieten an den Fiat mit 180 PS. Wir bieten auch schon den neuen Serie 9 an mit der 9-Gang-Automatik. Aber was ist denn da anders beim 9er? Weißt du schon? Kann ich jetzt Ich weiß es so nicht, genau denn sagen. alle sagen Serie 9, weil es sind, glaube ich, nur Kleinigkeiten. Oft, Ja. oft sind es die Motoren, die gewechselt werden und so. Aber du kriegst dieses Auto entweder auf Peugeot oder kriegst du auf... Boxer mit 165 PS Start-Stopp oder den Fiat, wie gerade schon besprochen. So, 94.000 und 16 Euro. Wer sich auskennt, das hier ist kein normaler Kastenwagen, der vom Band läuft. Das hier ist Manufakturqualität. Der wird von Hand gebaut in Polen. Und das Ganze ist wirklich in der Verarbeitungsqualität. Hier klappert nichts, sagst du, oder? Nein, hier klappert gar nichts. Ich kann mich daran erinnern, als wir das erste Auto abholten, damals aus Berlin vor vielen Jahren, sind wir losgefahren. Dann habe ich mich umgedreht und habe zu meinem Freund gesagt, hörst du das? Und er sagt, was denn? Ich sage, hör doch mal. Da sagt er, was denn? Da sagt er, ich höre nichts. Sage ich, das meine ich. Also ein Reisemobil, was nicht an alle Ecken knirscht, klappert, quietscht. Das Einzige, was du in unserem Globe Traveler hörst, ist vielleicht das Geschirr, was du nicht ordentlich verpackt hast. Ansonsten nichts. Also was viele auch verwenden, ist an den Innenwänden ein Schaumstoff, wo die Möbel aufliegen, damit die nicht quietschen können. Das habe ich gesehen. Wir gucken uns mal gerade die Klappe an. Die ist aus GFK hier hinten. Die ist aus GFK, aus einem speziellen Material, ist sehr, sehr leicht. Und das Schöne ist, man kann auch mal an einem See einfach nur in der Klappe sitzen, einen Kaffee trinken und vielleicht den Regen abwarten, weil wir hier so ein schönes Regendach haben. Läuft der Regen eigentlich rein da hinten oder ist er abgedichtet an der Stelle? Ist da ein Gummi drin, oder? Ja, also läuft es nicht. Nee, läuft es nicht. Ja, könnte, sehe ich gerade. Also ein kleines bisschen könnte es. Was wir Starkregen. ab und zu mal gehabt Okay. haben. Was ist hier hinten drin? Was sieht man? Links Gas? Also wir haben hier links eine Gasflasche, eine 11er Gasflasche, weil wir fast, wenn für unsere Lagerwagen immer eine Dieselheizung Truma 6 oder 6E verbauen. Ich habe eine Tankgasflasche mal drin gehabt. Geht das bei euch? Was ist eine Tankgasflasche? Das ist mit LPG-Anschluss für die Tankstelle. Kann man Ich sowas? würde jetzt mal sagen, nein. Okay. So, hier sieht man sehr schön, auch das Heck hier hinten ist GFK. Hier sieht man nämlich noch schön die Form, wie das gemacht wurde. Da hinten ist eine Truma. Das Entscheidende darf ich vielleicht gerade hier zu der Heckgarage sagen. Wir überbauen die Stoßstange.
Wir gewinnen damit 15 Zentimeter, die wir im Innenraum mehr verbauen. Das heißt, das Auto hat eine normale Länge von 6,36 Meter, aber von innen haben wir eben diese 15 Zentimeter mehr, die in einem Wohnmobil auf solcher Länge natürlich an allen Ecken und Enden zugutekommen. Ich kann das mal zeigen. Man sieht es am besten eigentlich von der Seite. Du hast also hier, normalerweise endet das Fahrzeug an diesem schwarzen Strich hier, richtig? Genau. So, und da kommt noch so eine Art Hutze drauf. Und das ist diese GFK-Schale, so sage ich, so dieses GFK-Heck, was die Polen davor setzen. so, und das Ganze sieht eben von hinten nicht aus wie ein Standard-Sprinter oder Boxer oder was weiß ich, sondern es sieht aus wie ein komplett eigenes Fahrzeug, oder? Wenn du hinterher fährst, denkst du, du fährst hinter einem oder hinter einem vollintegrierten her oder integrierten her. Und wenn du dran vorbei bist, denkst du, ups, das ist ja doch nur ein Kastenwagen. Man könnte auch zur Tarnung ein Kreuz hinten drauf machen und Bestattung Schmidt draufschreiben in schwarz. Ich will jetzt nicht sagen, man könnte ja ein Z drauf machen. Haben wir aber, weil das hier unsere... Oh, wo haben wir? Das ist unser Voyager Z. Man muss ja zurzeit ein bisschen vorsichtig sein mit dem Z. Ach so. Voyager Z heißt, Hat aber nichts zu tun mit der Armee in Russland, die irgendwie da ist. wir haben zwei unterschiedliche Grundrisse. Der X ist immer das französische Bett und der Z ist immer Einzelbetten. Und das werden wir gleich sehen, worin sich das extrem unterscheidet. So, hier vorne steht es Markötter Reisemobile. Noch ein bisschen Werbung für euch machen. Ihr seid in Bad Salzuflen. Und das ist in der Nähe von Bielefeld, das es ja eigentlich gar nicht gibt. Osnabrück ist das Ja, dann in der Nähe. auch, Okay, genau. Da bin ich ja öfter mal, vielleicht komme ich ja bei euch vorbei. Sehr gerne. Ich bin bei Ferge und Wels ganz oft, das ist gar nicht so weit weg von euch. Das Ja? ist um die Ecke, wie man bei uns sagt. Sehr schön. Ihr habt eine neue Autobahn, welche ist das? Die 33. Die ist sensationell. Fahrt kommt allein nur wegen der 33, denn die Autobahn 33 fährt sich wie von selbst. Das ist eine der besten, sowas habe ich noch nie erlebt, das haben wir gar nicht. Weil sie halt neu ist. Die haben die besten Materialien und Flüsterasphalt und was weiß ich alles verwendet. So, mach mal zu. Simone wartet schon auf uns, letztes Video heute. Wir wollen uns ja nicht hier ins Dings bringen, aber hier siehst du, eine Thule ist auch schön markiert. Hier oben dran ist dadurch, dass sich das Fahrzeug nach oben hin ein bisschen verjüngt. Hast du den Vorteil, die trägt nicht auf, die Markise, oder? Sie trägt nicht auf und das Schöne ist, durch unsere Markisenbeleuchtung, die sich über das ganze Fahrzeug zieht, haben wir eine sehr große Beleuchtung und wir haben eben diese Regenlitze, sodass auch nichts ins Auto läuft bei geöffneter Tür. Mach mal an, die Leuchte bitte. Aber gerne. So, hier ist Außenstromanschluss, hier kann man das sehen. Lackiert natürlich in Wagenfarbe und auch hier. Aha, sie muss erstmal das Licht anmachen. Okay. Seit 10 Jahren gibt es das übrigens. 10 Jahre steht hier. Und ich guck mal gerade. Die Fernbedienung ist rausgenommen, damit sie nicht geklaut wird. Ah, das geht mit der Fernbedienung. Ja. Okay. Gut. Pass auf, ich glaube dir einfach, dass es geht. Darfst du? Ich habe nur eine Frage. Sag mal, das da oben, was ist das für ein Designelement? Klär mich mal auf. Da, die Reling, die oben drauf ist, links. Das ist for the show. Das ist Deko. Das ist nicht eine Reling, wo ich jetzt irgendwas drauf befestigen Sieht aber kann. gut aus. Das verbindet das GFK-Dach mit dem GFK-Heck und macht einfach dieses Auto komplett. Macht einen schlanken Fuß, sieht optisch gut aus und macht es auch ein bisschen hochwertiger. Also wenn man es so von der Seite aussieht, dann seht ihr hier oben, da ist dann nochmal eure Verbindung hier mit drin. Du warst schon drin. Ja. Feeling? Es ist hell, viel Holz, ja, aber gutes Raumgefühl. Hast du das Bett schon gefunden? Ja, Oh, dann zeig mal. hinten. Hast du das zweite Bett schon gefunden? Ja, Ja, oh. gerade eben. Denn das hier, das ist nämlich ein echtes Fahrzeug für 4 Personen. Das heißt also 2 Erwachsene, 2 Kinder könnte gehen. Ja, es kann auch 2 Erwachsene plus 2 Erwachsene, die dürfen nur eine gewisse Größe oder Gewicht nicht überschreiten. Soll ich das mal zeigen? Ja, mach mal, Weil dazu bitte. ist ein ganz kleiner Umbau nötig. So, ich komme in einer Stunde dann nochmal wieder. Nein, kleiner Umbau. Kleiner Umbau. Matratze, Ja. Ach, da oben. Achtung. So, habt ihr es schon gesehen, das da eigentlich mit dem Bett? Hier oben. Ihr kennt das schon. Ja, sie nickt. Nur einer schlafen. Jetzt ziehe ich den Lattenrost heraus, lege den hier auf. Wenn ich jetzt die Matratze genommen hätte, was ich jetzt gerade vergessen habe, kann ich die hier drüber legen und dann hast du, wenn du gleich guckst, Warte, ich komme mal darauf. Wenn du es gerade nochmal einziehst, dann habe ich es ein bisschen einfacher mit der Kamera. Und dann komme ich mal dahin, wo die Simone gerade steht. und ich gehe mal raus. Du gehst mal raus, weil es ist ja immer noch ein Kastenwagen. Wenn du dich mal hin aufs Bett setzt, bitte.
Das ist ein Längsbett, das ist sensationell. Müsst ihr gleich mal sehen, ja, das ist echt gut. Und das ist das Bett? Das ist das Bett. Hier habe ich jetzt den Lattenrost. Hier nehme ich jetzt die Matratze. Die lege ich einfach oben drüber. Und dann habe ich hier ein Bett für 2 Personen. Boah, ist in das der ein geiler... Breite von 1,34 und einer Länge von 1,87. Boah, ist das sensationell. Das habe ich gar nicht gewusst, dass es den Grundriss hier gibt. Der Voyager Z ist ja wirklich gut. Das hat der Voyager X genauso. Der hat ja nur einen anderen Grundriss in Form des anderen Bettes und des anderen Bades. Ach, das Bett ist optional oder habe ich das eben nicht gesehen? Ein Voyager hat immer das GFK-Dach mit die oben drauf, damit wir hier das Bett verbauen können. So, wie kommt denn jetzt die Simone da hoch eigentlich? Mit der Leiter, ach so, die jetzt unterm Auto liegt. Warte mal, ich gehe mal dahin. Hier ist sie. Denn die Simone kommt nämlich, die könnte auch Sendung mit der Maus machen, weil die probiert immer Kletteräffchen. Du spielst Handball, Simone. Ja. Deswegen bist du auch gelenkig. Währenddessen zur Erläuterung. Warte, ganz kurz, man kann dich nicht hören. Simone, kommt mal ganz kurz hin, dann kannst du es gleich sagen. Weil ich sitze hier gerade mit angespannten Bauchmuskeln, damit Simone hier durchpasst. So, Jetzt. soll ich das Mikro mal weitergeben? Nee, alles gut. Geh einfach mal hoch, dann filme ich dich ab und danach holen wir So. die Susanne. So, jetzt gehst du da hoch. Und schmeiß dich mal rein, am besten umdrehen, weil man schläft am besten mit dem Kopf einmal nach vorne. So, ich zeig mal gerade, die Schuhe sind echt sauber. Das lasse ich jetzt mal gelten. Und hier ist, Pass auch auf. pass auf, so und jetzt bist du 1,75 Meter. 65. 1,66. 1,66. Hast du noch Platz hinten? Ja, wird eng. Ist es gemütlich da oben? Ja, absolut. Also für Kinder, ich glaube, ideal, wirklich. So, ich fühle mich wie am Hauptbahnhof. Mach mal gerade die Tür bitte zu. Feierabend. Genau, wenn du gerade die Tür mal zumachst, sei so lieb. Mal gucken, wie die Geräuschdämmung ist, wenn wir... Krass weg. So, und da oben hast du Platz für 2 Leute. Das ist gut. Merkst du das hier? Du hörst nichts mehr hier drin. Das habe ich gesagt, wir sind so wahnsinnig gut gedämmt. Das ist im Winter wie im Sommer perfekt. So, komm mal runter bitte, Simone. Dann zeige ich nämlich mal was ganz Tolles. Mal wieder umdrehen. Denn die liebe Susanne, die ist nämlich, obwohl das Bett nämlich drunten gebaut ist, kann man da unten noch sitzen. Man kann sitzen, man kann weiter... Man kann dich nicht hören, Susanne. Gleich, ich komme gleich zu dir. So, ich bin auf dem hinteren Bett. Und jetzt? Und jetzt die Leiter weg. Jawohl, zieh mal. Alles ist hier ein bisschen enger als im Kreuzfahrtschiff. Und vielleicht mal hier auf die Seite einfach ablegen. Achso. Ja, leg einfach mal hin. Und wir klettern jetzt mal unter das Bett runter. Lassen das Bett mal gebaut. Geht mal alle runter. Und machen jetzt mal einen munteren Skatabend. Derweil zeige ich euch mal hier die Küche. Hier ist der Dometic Tower. Da ist... Also ganz ehrlich, das hier wäre mein Grundriss. Weißt du das? Das ist ein Wir haben ganz, für jeden etwas. das ist ein ganz toller Grundriss. Das ist sehr cool, weil du hast jetzt, oben können schon 2 schlafen. Du kannst hier unten Trotzdem immer noch noch, sitzen, ne? immer noch sitzen. Das ist gerade ein bisschen hell, machen wir etwas dunkler. Das Schöne ist, du kannst noch raus, du kannst noch ins Bad. Das ist ja oft bei anderen Hutbetten so, die ziehst du bis auf die Küche runter und dann kannst du nichts mehr, nämlich genau gar nichts mehr, außer ins Bett zu gehen. Was total krass ist, der Vorhang hier. Auch hier kannst du wieder Stealth campen. Das heißt, ohne dass einer mitkriegt, dass du vorne zwar eine Verdunklung hast, die würde man aber sehen und die kannst du ganz bewusst zumachen, damit jemand nicht nach hinten gucken kann, oder? Genau. Das ist einfach, wenn man nicht unbedingt auffallen will, dass man irgendwo übernachtet, kann ich die Frontverdunklung auflassen, mache den Vorhang zu und habe trotzdem hinten meine Privatsphäre. Also ihr macht es einem echt schwer. Ihr habt 3 Grundrisse, oder? Wir haben 3 unterschiedliche Modelle in Form von Explorer, Pathfinder und Voyager. Das bedeutet, der Explorer hat kein GFK verbaut. Der Pathfinder hat nur das GFK-Dach. Somit können wir dort das Bett verbauen. Und der Voyager hat das GFK-Dach mit dem Bett und das GFK-Heck, wo wir diese 15 cm überbauen. Und damit haben wir hier die längste Länge im Fahrzeug. Das muss ich mir jetzt nicht alles merken, aber ich habe es ungefähr verstanden. Geh mal bitte raus. Du lernst das auswendig. Susanne, geh mal raus bitte. Ja. Und bau mal bitte dieses Bett zurück, dass man jetzt mal sieht, wie sich der Raum auf einmal verändert, wenn... Das ist eine Leichtigkeit. Sag mal, kann man mit dem Bett fahren, wenn es ausgebaut ist? Kann man, ich weiß nicht, ob man es darf. Aber es würde gehen. Ja, aber wofür? Du darfst ja sowieso, du musst ja angeschnallt fahren. Und von daher
Nein, nicht oben schlafen. Ich meine, ob man das Bett so lassen kann und dann fahren kann. Warum nicht? Warum nicht? Ich würde dann den Lattenrost vielleicht nicht rausziehen, aber das ist stabil. Das ist ja alles, es ist unheimlich stabil alles bei Glow. Mach mal hoch, bitte. Jawohl, dazu muss ich gerade die kleine Matratze hier hinten noch anheben. Wie cool. Und jetzt guck mal, der echt Raum. In der Minute ist es gebaut. Das ist cool. Ja, nicht nur das, sondern du hast jetzt dieses mega Raumgefühl. Du hast ja gesagt 2,10 Meter Stehhöhe, oder? Wir gewinnen. Wir gewinnen das hier durch das GFK-Dach, dieses Stück. Und das brauchen wir, um da oben keine Platzangst zu kriegen. Boah, Das sind nochmal 15 cm mehr zu den 1,90, 1,95, die wir sowieso grundsätzlich schon an Stehhöhe haben. Das hier ist das originäre Fahrzeugdach eines Peugeot, Fiat, wie auch immer. Und das ist die Höhe für das GFK-Dach. Du, dieses Fahrzeug ist sensationell, ganz ehrlich. Ich weiß das. Ich finde das so, gerade das hier mit dem Hochdach und dem Heck hinten, das werden wir gleich sehen. Das heißt, die Länge gewinnen wir auch fürs Bett hinten, oder? Genau, so ist es. Hier haben wir links beim... Komm, wir machen gerade noch die Küche durch, dann haben wir die schon abgefrühstückt. Das- Fliegengitter ist mit dabei. Ja. Wir haben, okay, habe ich verstanden. Dann haben wir ein Kochfeld, Spülfeld, Das Übliche. übliche Was wir Kochfeld, grundsätzlich Piezo-Zündung. verbauen. Piezo-Zündung, selbstverständlich. So, dann machen wir Schränke kurz, Schränketour. Wir haben hier wieder die Durchreiche, die nach außen auch aufgeht. Achso, die ist auf der anderen Seite offen, wenn man die öffnet. Genau. Okay. Genau. Ist da oben auch was? Das ist meine Alles-Schublade. Da finde ich alles, was ich suche, weil ich da alles reinschmeiße. Fernbedienung, Schlüssel. Deswegen heißt das Alles-Schublade. Genau, aber da gibt es noch einen anderen Begriff für die. Guck mal, die da Schublade oder so. Irgendwie in der Schublade muss es sein, so ungefähr. Ne? Guck mal da. Wenn es sonst nirgendwo ist. Du kannst hier oben die ganzen Polster und Bettauflagen auch liegen lassen. Deswegen war die Frage eben berechtigt von der Susanne. Die sagt, okay, brauchst du gar nicht, kannst hier oben alles reinmachen und kannst dann losfahren. Ich habe meine ganzen Daunenjacken und Westen und was weiß ich, den ganzen Klüngel, den man so für die Hunde braucht, habe ich alles da oben drin. Das ist mein begehbarer Kleiderschrank. Du bist so eine Sportmaus, oder? Du gehst gerne mit den Hunden raus, spazieren. Alles, was wir, also von der CMT aus fahren wir noch nach Sölden jetzt zum Chile. Die Hunde, wo kommen die hin bei dem hier Grundriss Im hier? Auto, die sind das gewöhnt. Nein, hier jetzt, bei dem hier. Wo wird sie hinmachen? Natürlich werden die mit einem Halfter in den Sicherheitsgurt. Nee, das meine ich nicht. Wo wird sie hinlegen? Wenn die Also, mein Großer schläft bei mir an Füßen und der Kleine liegt in seinem Kissen da unten. Also die haben Platz hier. Ja. Wir sind ja jetzt nicht hier, gell? Also angeschnallt werden sollten Hunde auch, sollten sie auch tun, gar keine Frage, aber Platz für die Hunde wäre. Platz für die Hunde. So, wieder durchlaufen, guck mal hier, die Schränke sind klasse. Alles aus einem Es ist ein Furnier, durchgehend. Und auch beim Fußboden. Das kriegen ja auch die wenigsten hin. So, der Wasservorrat, was haben wir? Der Wasservorrat, und wir sind in dem neuen Modell jetzt, 85. 85. So, und jetzt das Bad. Das ist, Simone, komm, Ja. wenn ich hier schon dabei auch. habe. Du musst dann bitte aber auch einmal rechts um die Ecke gucken. Warte, das mache ich auch, denn Simone geht mal in die, wow. Wow. Separat. Boah, ist das eine fette Dusche. Warte mal. Das ist Simone. Wir stehen jetzt beide gerade im Bad. Ja. Boah, Was ist natürlich- hell. Ist hell hier, oder? Das ist hell. Ja, das- Eine Lampe. Achso, die habe ich die auf 100%? Nee, die ist nur 22. Ja, ist so. Nee, das liegt hier. Guck mal. Das kann auch sein. Stimmt. Sag mal, okay, und jetzt zeige ich mal gerade. Also da kann man sich dann duschen. Mach mal zu. Hallo Simone. Hi. So, also da brauche ich keinen Duschvorhang. Das ist eine feste Tür. Das hier ist so ein Verbundmaterial. Also das macht einen stabilen Eindruck. Alles mit Magneten gehalten. Oben hast du eine Dusche. Nochmal, Anzahl der Liter 85 habt ihr ja. Ja. 85 Liter. So, dann hier auf der Seite habe ich ein riesen Waschbecken. Absolut ausreichend, was da ist. Ja. Hier oben kann ich mein ganzes Kosmetikzeug reinmachen. Ich bin jetzt am Ende dieses Abends etwas verunsichert. Wir hatten bisher immer 100 Liter. Ich glaube, wir sind im Voyager und haben 100 Liter Frischwasser. Ja, Ich bin mal gerade einfach- durcheinander. Einfach nachlesen, weil es schon spät. Also zwischen 85 und 100 Liter ist ein Boiler dazwischen. Passt schon. Und hier siehst du auch die Anzahl 1, 2, 3, 5 Scharniere. Das Da ist ordentlich. klappert gar nicht. Da klappert nichts. So, komm mal bitte raus. Toilette ist mit drin. Da ist die Tedford Kassettentoilette. Gut, jetzt ist hier 2 Leute zeitgleich, kommen hier nicht vorbei. Aber mach mal ruhig zu, Simone. Und komm mal raus. Ja, genau. Und jetzt würde ich dich mal bitten, das Folie auf dem Bett kannst ruhig mal drauf dich legen. Und wenn du gerade dabei bist, geh ruhig Wir mal durch. kommen doch aneinander Komm vorbei. doch. Das geht hier nämlich. Den Bauch ein bisschen eingezogen. Das Schöne ist, du kannst aus den Einzelbetten noch ein Doppelbett machen.
indem Echt? du hier- Eine Verlängerung. Jawohl. Oh, mach das mal. Und du kannst beim Poppes dich einfach draufdrehen. Das heißt, du brauchst hier keine Leiter bei Ich dem. mach's jetzt einfach mal. Ja, mach ruhig. Kannst ruhig machen. Und da hast du natürlich So. jetzt ein Bett vor sich, Kopf. Ja, wir haben hier die Leiter, deswegen. So, das heißt, wir haben hier 2 Einzelbetten, haben das Mittelteil. Wir haben Kunden, die auch ein kleines Kind noch hier zwischenlegen, weil sie es vielleicht, oder ein Baby, weil sie es noch nicht allein da oben lassen wollen. Das ist perfekt für Familien. Also ein richtiges Längs, eine Liegewiese hast du jetzt hier. Wie original im Liner. Das ist unglaublich. Also wir sind auf Länge, was haben wir hier? 6,40? 6,36. Und, das muss ich jetzt auch schnell noch zeigen. Eine Durchreiche. Und wir haben hier unseren Kleiderschrank. Nee. Oh, du machst mich vollkommen fertig. Größer. Das heißt, du kommst von oben ran, du musst dich nicht bücken. Genau. Ein riesen Kleiderschrank. Der noch bis unter den doppelten Boden geht, den wir ja auch hier wieder haben wegen der Winterfest. Das heißt, du kannst dein Brautkleid da reinmachen. Ja, so man eins hat. Weil man So. das ja auch immer mitnimmt. Genau. So, Füße zeige ich mal gerade. So, ich bin K.O. Bitte noch einen Schrank öffnen hinter dir, Simone. So, einmal da kurz reingucken. Ist nicht zu hören. Riesengroße Fische. Riesengroße Frage. Okay. Da ist auch wieder ein Ausfallschutz. Die Frage aller Fragen, Fahrräder auf die Anhängerkupplung. Wie würdest du es Auf machen? die Anhängerkupplung oder, jetzt weiß ich gerade nicht, wir haben auch einen Fahrradträger, den wir am Heck installieren können. Das Heck hat eine Traglast von 60 Kilo. Oder Falträder hinten in die Garage. Genau Das so ist die Alternative. Genau. Roller geht ja eh. Also, habe ich alles verstanden. Wir machen Feierabend. Du kommst aus Bad Salz-Uflen. Das ist in der Nähe von Osnabrück an der A33, der schönen neuen Autobahn. Herford-Bielefeld. Herford-Bielefeld. An der Okay. A2. Kurze So. Frage noch. Ja, Also welche Marken, du kriegst nicht auf mit einer Hand. Marken habt ihr denn noch bei euch also als Händler? Oder wirklich nur die? Wohnmobilmarken haben wir. Wir sind ein reiner Globetraveler-Händler. Ah, ja. Weil ganz ehrlich, wenn man diesen Standard liebt, da reicht nicht so viel ran. Und deswegen sage ich immer, ich möchte eigentlich auch nur Globe verkaufen. Okay. Du hast aber auch wirklich, man Die merkt, ist dass du begeistert, ne? die absolut diplomatische Antworten geübt hast. Ja, und das ist so. Die sind Nee, von aber- Herzen ja, und wollte ich gerade ehrlich. sagen. Das Also ist das ganz ehrlich gemeint. Echt, hast du das Gefühl, sie ist ehrlich? Ja. Schon. Das heißt, du würdest einen Gebrauchtwagen bei ihr kaufen. Ja, wieso nicht? Okay, das ist Sogar Pkw, wenn ist das wenn größte nötig. Zertifikat. Gewährleistung 2 Jahre? Ja, genau. Komplett. Das Übliche. Jawohl. Service Einmal- könnt ihr nicht machen für Peugeot. Doch, für Peugeot, da wir ja Peugeot-Händler sind, machen wir auch den Service. Aber nicht für Fiat. Nein, leider nicht. Okay, Noch also nicht. da haben wir das auch. Also alles aus einer Hand, wenn es ein Peugeot ist. Sag mal, die Tonnage hier, was haben wir denn noch an Zuladungen? Also wir haben einen Mietwagen zugelassen. Was heißt Mietwagen? Wir haben einen Vorführwagen zugelassen und jetzt kannst du mal gucken, da gibt es jetzt endlich das ersehnte Bier. Der Vorführwagen, der sehr gut ausgestattet ist, mit Solar, mit Markise, mit Diegelheizung, der hat massefahrbereiter Zustand 3200 Kilo. Das heißt, ich habe 300 Kilo Zuladung. Nicht viel, aber völlig ausreichend. Und wenn ich durch Österreich muss, lasse ich vielleicht mal ein bisschen Wasser vorher ab. Maxi-Chassis geht bei Peugeot? Ja, klar. Wir bauen nur auf Maxi-Chassis auf. Wie viel kann ich denn machen bei Maxi auflasten? Bis 4,25 Tonnen. Okay, also da habe ich ja genug. Und die 4,25, meinst du, das kommt irgendwann mal für den B? Ich bitte. Ich hoffe, dass es kommt, dass die das mal ändern. Aber wir warten ja auf vieles. Warten noch vieles. Also das wäre jetzt dein Geheimtipp. Wenn Sie 94.000 und 16 Euro demnächst 3 Bitcoin haben oder 4, dann kaufen sich diesen Globe Traveler Voyager Z. Oder Und- X mit dem französischen Bett. Ja, ich kaufe den hier, den Z. Das ist mein Grundriss. Dann lass uns doch gerade ins Einen Büro Kaufvertrag gehen. Ich hab machen, ja klar. Das ist, sie hat Zeit, sie hat noch Geld, wie es da ist. Jetzt Geld will ich ja deins. Ach, du willst mein Geld. So, Simone, wir sind durch. Heute am 14. Januar 2023. Wir sind auf der CMT in Stuttgart, eine Messe, die neben dem Flughafen ist. Hättest du gedacht, dass es so schön hier ist hier? Ja, viele habe ich ja noch nicht gesehen, ne? Also von den Hallen. Wir haben ja jetzt einige Das Fahrzeuge. Beste hast du schon gesehen. Also ich muss Ja, sagen, die wir haben ja schon einige Fahrzeuge gesehen, aber von der Messe an sich habe ich ja noch gar nicht so viel gesehen. du hast gerade eine Hunde ermahnt. Ich war mit der Kamera drauf auf dir, als du sie gerade, du hast ganz böse geguckt gerade. Ich musste
mal einen kleinen zur Raison rufen. So, da ist es. Globetrotter, kommt mal noch ein bisschen Werbung für euch. Mark Hötter Reisemobile GmbH und Co. KG. Das Ganze ist in Nordrhein-Westfalen, Bad Salzuflen. Und du heißt... Wenn man uns googelt, wird man 6 Standorte finden. Das sind aber Pkw-Standorte, weil wir ja die verschiedenen Marken haben, wie Volvo, Peugeot, Jaguar, Land Rover. 6 Standorte? So ein dicker Händler, echt? Ja gut, wir geben uns Mühe, ne? Die Konkurrenz schläft nicht. Aber wir haben nur an einem Standort die Wohnmobile, das heißt die Globe Traveler, und das ist in Bad Salzuflen. Okay, alles klar, hast du gemerkt, die hat richtig Geld. 6 Standorte, aber das ist so, das ist ein harter Job. Wir haben schon mal drüber gesprochen, Automobilhändler zu sein heißt immer und stetig, oder? Hartes Brot. Hartes Brot. Schnell verdientes Geld. Teilweise sogar Kurzarbeit im Verkauf habe ich gehabt schon. Also bei anderen Händlern, die wirklich keine Autos hatten, die konnten nichts mehr verkaufen. Ja, das war bei uns nicht anders, aber hat sich relativ schnell wieder erledigt. Und wenn ich ehrlich bin, wir sind wirklich ausgesprochen gut durch diese Zeit gekommen. Liegt aber daran, wenn man so tolle Marken hat, dann trifft es einen halt doch vielleicht nicht so doll. Was wird das? Okay, man kann auch hinten mitfahren. Oder schlafen. So, wir haben... Dobrze. Ich musste nur wissen, wie weit das steht. Doch schwäbisch. So, ich gucke mal gerade. Globe Traveler, hier ist es und er hat ihn ausgemessen. Das ist das neue Fahrzeug, haben wir gefilmt, haben ein eigenes Video zu gemacht. Er heißt Falcon von Globe Traveler und ganz ehrlich, optisch ein ganz feines Auto, aber ich sag mal, der Fiat Ducato hat natürlich aufgrund seiner Bauform und vielen anderen Faktoren eigentlich das optimale Fahrzeug für Reisemobile, oder? Weil er einfach kastiger ist und nicht so schmal zuläuft. So, jetzt habe ich deinen Vornamen. Sag Susanne. Susanne. Ich kann nicht mal moderieren, jetzt ist Feierabend. Schönen Abend noch. Ja, mach. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich sage vielen Dank, dass ihr da wart. Es hat mir sehr viel Spaß bereitet und wir machen das gerne nochmal wieder. Machen wir so. Tschüss. Danke euch. Ciao.